Susanne Oswald will Wales durchqueren und in der Eisenbahnszene von Aberystwyth für einen Roman recherchieren. Wir begleiten die Autorin und tauchen ein in die Welt der Waliser Eisenbahn. Ich möchte natürlich ganz viel Dampf zischen hören und ich hoffe, dass ich Kohle schippen darf und dass ich mal so einer Dampflok ganz nah sein darf, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was Eisenbahnromantik eigentlich ausmacht. Diese Romantik, die möchte ich gern erleben. Von Shrewsbury reisen wir auf der Cambrian Line an die Westküste. Über Newtown und Machynlleth geht es nach Aberystwyth. Dort steigen wir von Diesel auf Dampf um und wollen das Hinterland rund um die Devil's Bridge erkunden. Wolken, Wolle, Wales, Eisenbahnromantik aus einem besonderen Blickwinkel. Ich bin leidenschaftliche Strickerin. Ich liebe es zu stricken. Und ich habe Stricken und Schreiben verknüpft und habe einen Strickroman geschrieben. Und ich habe mich jetzt dran gesetzt, einen zweiten Teil zu plotten. Und beim Recherchieren habe ich mich in Wales verliebt und in die Eisenbahn. Und jetzt versuche ich das gerade irgendwie zu kombinieren. Strickend im Dieseltriebwagen aus den 90er Jahren durch Mittelwales. Eine Möglichkeit, Eisenbahn und Wolle zu kombinieren. Eine andere liegt auf der Hand. Schafe in Hülle und Fülle, auch direkt an der Cambrian Line. Die Textilindustrie hat in Wales Tradition, vor allem in Newtown. In einem alten Fabrikgebäude ist ein Museum eingerichtet. Hier begreift man, was Wolle mit Eisenbahn wirklich zu tun hat. Es geht um die Wollweberei. Wie sie sich im 19. Jahrhundert durch die Industrialisierung veränderte. Und darum, was das mit den Menschen in Newtown machte. Die Menschen wurden ärmer, weil sie ihre Höfe verließen und an Plätzen wie diesen endeten. Die Fabrikanten machten das Geld und brachten die Eisenbahn hierher für ihre Industrie. Pryce Jones gründete als erster einen Versandhandel für Wollwaren. Anhand von Katalogen bestellten die Kunden per Post und die Ware kam per Bahn. Es war beeindruckend. Er stellte viele Leute an, die halbe Stadt. Und er produzierte die Stoffe in eigenen Fabriken. Die Wollstoffe aus Newtown waren begehrt, vor allem feiner Flanell. Tatsächlich hat er Flanell nicht nur in Newtown weben lassen, aber der hier galt als der feinste. Man sagte immer, es gibt guten Newtown-Flanell zwischen Queen Victoria und ihrem Sitz. Die Eisenbahn brachte der Königin also die Unterhosen, machte Pryce Jones reich und ließ Newtown wachsen. Das Kaufhaus von Pryce Jones steht heute noch gegenüber vom Bahnhof. Genauso wie seine Fabrik, direkt an der Bahnlinie. Na dann, Eisenbahn und Wolle gehören in Wales also zusammen. Doch für wen ist dieser Schal? Ich habe einen ganz, ganz netten Kontakt, einen jungen Schaffner, der mir viel zeigen möchte. Und dem möchte ich gern was schenken. Es ist hier im Winter recht frisch, der nächste Winter kommt bestimmt. Und ich hoffe, er freut sich. Weiter Richtung Westen. Durch den zu Bauzeiten 1862 tiefsten Felseinschnitt der Welt. Die Bahn folgt dem Flusslauf des Severn Richtung Meer.
Leider lohnt sich der Blick aus dem Fenster auf der Cambrian Line in Middle Wales kaum. Büsche und Bäume verstellen oft die Sicht. Das Depot in Machynlleth. Was den Fahrgast stört, beschäftigt auch die Mitarbeiter von Transport for Wales. Aus anderem Grund. Durch die vielen Blätter sind die Schienen glitschig. Bestandteil der regelmäßigen Wartung deshalb immer der Check der Bremsleistung und der Sandausschüttung aufs Gleis. Es ist wichtig, weil wir die Lebensdauer der Radreifen verlängern wollen. Besonders wichtig auf einer eingleisigen Strecke. Die Blätter fallen von beiden Seiten auf die Schienen. Die Gefahr zu rutschen steigt. Es ist ein Kampf, jedes Jahr. Wir tun unser Bestes, damit klarzukommen. Das Stellwerk von Network Rail, ebenfalls in Machynlleth. Auf der Cambrian Line arbeiten die Briten seit 2011 mit dem europäischen Zugleitsystem ERTMS. Der Zug bekommt eine automatisierte Fahrerlaubnis und ohne diese kann er nicht weiterfahren. Wir können ihn bis auf 1-2 Meter genau orten. Es gibt gute Gründe, wieso die Briten das Zugleitsystem gerade hier als erstes ausprobiert haben. Wegen der Beschaffenheit der Landschaft mit ihren Bergen und Hügeln haben sie es auf der Cambrian Line getestet. Um sicherzustellen, dass es keine Übertragungsstörungen vom Zug zum Stellwerk geben kann. Wenn es hier geht, geht es überall in Großbritannien. Wenn der Zug hier drüber fährt, empfängt diese Box das Signal und sendet es an das Stellwerk. Wenn er stehen bleiben würde, würde das Signal blockieren. Er muss also ganz drüber fahren, damit es funktioniert. Der Zug aus Shrewsbury fährt in Machynlleth ein. Das Stellwerk sitzt am Bahnhof. Was dort und was im Zug passiert, greift ineinander. Jetzt sollte man wissen, wo man sitzt. Der wichtigste Bahnhof auf der Cambrian Line. Bis Machynlleth besteht der Zug aus 4 Wagen. Das ist der Zug von Shrewsbury. Im Bahnhof teilt er sich dann. Der vordere Teil geht nach Aberystwyth und der hintere nach Pwllheli. Heutzutage alles eine Sache von Minuten. Der Lokführer muss das System neu einrichten. Wenn er alles eingegeben hat, bekommt er die Fahrerlaubnis. Ein Moment noch. Er sollte abfahren um 10:50 Uhr, also in den nächsten 3 Minuten. Hoffentlich. The next stop is Derby Junction. Thank you. Dann hoffe ich mal, dass ich im richtigen Zug sitze. Ich habe mich 3-mal versichert. Das ist nicht immer ganz einfach, gerade so, wenn man startet mit dem Englischen und es noch nicht gewohnt ist. So, aber sie hat mir gesagt, no, right train. Hopefully she is right. Wenn nicht, habe ich ein neues Abenteuer, ein neues Buch, neue Geschichten. Lost in Wales. Wir bekommen häufig Anrufe, könnt ihr den Zug irgendwo aufhalten, weil die Fahrgäste im falschen Zugteil sitzen. Wenn wir dort sind, können wir die Leute rauslassen und sie können in den richtigen Zugteil wechseln. Das passiert gelegentlich. Und schon wieder ist es passiert. Derby Junction ist die letzte Station, um noch umzusteigen. Dann trennen sich die Züge endgültig und fahren nach Norden. Oder wie der Zug von Susanne in den Süden Richtung Aberystwyth. Am Anfang dachte ich noch, naja, sieht ja fast aus wie Schwarzwald. Aber das hat sich jetzt total verändert. Das ist wie so grüner Samt über den Bergen, als ob sie so ein Tuch übergelegt hätten.
Und wie will die Autorin die Zugreise im Roman verarbeiten? Im Sommer 2019 fahren nur Triebwagen, die Transport for Wales von Arriva übernommen hat und nach von blau in silbern umlackiert. Diese Romantik, die hat der Zug jetzt natürlich noch nicht. Aber wenn man rausguckt, dann hat man sie. Und damit kann ich auch ganz toll spielen, mit der Nüchternheit vom Zug und mit der Romantik draußen. Also wer hier keine romantischen Gefühle kriegt, der ist, glaube ich, tot. Endlich am Meer. Nach Both kommt schon Aberystwyth. Das Seebad hat sein Aufblühen dem Bau der Cambrian Line zu verdanken. Ende des 19. Jahrhunderts reiste die Upper Class mit dem Zug. Es entstand eine Strandpromenade mit Häusern im viktorianischen Stil. 3 Kilometer lang. Am Rand der Bucht ein ehemaliges Luxushotel, das inzwischen zur Universität gehört und eine kulturelle Begegnungsstätte werden soll. Was ein eindrucksvolles Gebäude. Es wurde sehr schnell gebaut, 1864/65. Es heißt, der Architekt hat abends die Pläne ausgearbeitet, nachdem die Arbeiter schon angefangen hatten. Während sie bauten? Ja, er kam kaum hinterher. Ach, oh mein Gott. Es wurde beauftragt von einem Mann namens Thomas Savin, dem Eisenbahnerbauer. Seine Idee war, dass die Fahrgäste ihr Zugticket zusammen mit dem Hotel buchen. Eine frühe Form des Pauschaltourismus. Klappte es? Die Leute kamen, aber leider ging Thomas Savin bankrott. Sein großer Hoteltraum war nicht erfolgreich. Auch ein Stück Eisenbahngeschichte in Aberystwyth, die Vale of Cheddar Railway, eine Schmalspurbahn. Die Dampfloks gut 100 Jahre alt. Drillinge. Susanne hat sich mit Johann verabredet, der ihr heute ganz viel zeigen möchte. Eisenbahnromantik für wissbegierige Einsteiger. So geht es. Und jetzt? Ich öffne die Tür, wirf rein. Prima. Dankeschön. Das machst du den ganzen Tag? Jede halbe Stunde oder wie oft? Wenn der Zug aufwärts Richtung Devil's Bridge fährt, musst du alle 30 Sekunden bis zu 1 Minute schaufeln. Ach du meine Güte. Und was machst du, wenn du fährst? Der Lokführer sitzt rechts. Das ist der Richtungswender. Wie deine Gangschaltung im Auto. Es ist ein Gewinde. Du drehst nach rechts für vorwärts und nach links für rückwärts. Und damit kannst du den Dampf drosseln und die Geschwindigkeit beeinflussen. Hier oben die Druckanzeige. Du siehst, wie viel Dampf wir haben. Die rote Linie zeigt den Arbeitsdruck an, den wir fürs Fahren brauchen. Die Lok ist warm von gestern. Wenn sie kalt wäre, wie lange dauert es? Nur 2, 3 Stunden. Eher 4. Wenn sie richtig kalt ist. Es wird ziemlich kalt in Wales. Aber schön warm im Führerstand. Der 20-jährige Johann arbeitet hier parallel zum Studium. Die Schmalspurbahn gehört einer gemeinnützigen Stiftung. Neben den Lokomotiven sind auch die Personenwagen im Stil der Zeit renoviert, aus der sie stammen. In den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts hatte die Great Western Railway hier das Sagen. Da schläft noch jemand. Aufwachen!
Die Eisenbahn hat ihren Namen von dem Fluss, in dessen Tal sie fährt, dem Cheydol. Wer hier lebt, fühlt sich auch der Eisenbahn verbunden. Ich wohne im Tal, bin hier geboren und aufgewachsen. Es bedeutet mir viel. Der Zug war schon Teil meines Lebens als Kleinkind. Mit 14 habe ich bei der Bahn angefangen, ein Schulpraktikum. Ich bin einfach geblieben. An meinem 17. Geburtstag wurde ich Zugbegleiter. Ich darf sogar den Zug stoppen. Die Leute denken immer nur, der Fahrer darf das. Aber bei den meisten Eisenbahnen ist der Zugbegleiter oder Schaffner verantwortlich. So wie ich heute. Wolken, Wolle, Wales. Auch Johansthal, voller Schafe. Susanne will in Aberystwyth Wolle kaufen, um auch diesen Faden ihrer Geschichte nicht zu verlieren. Hello. Hello, good afternoon, Prananda. Do you have Haben Sie Wolle aus Wales? I do. Yeah, could Darf you ich show sie me? sehen? I will. Welsh wool. Walisische Wolle ist ein bisschen kratzig, verglichen mit anderen Garnen. Other yarns. Welche Schafrasse ist es? Jacob sheep. We have lots of them in Wales. They're very hard. Jacobs Schafe. Wir haben viele davon. Sie sind wetterfest, deshalb die raue Wolle. Die Schafe gehen in den Fleischhandel. Die Fliese sind wenig The wert. fleeces aren't worth a lot of money. Beim letzten Roman hat Susanne mit Nicola zusammengearbeitet. Die Deutsch-Britin vertreibt Wolle aus Großbritannien. Es sind unheimlich viele Rassen, die einfach aussterben. Die Wensleydale-Schaf zum Beispiel ist auf die rote Liste. Das bekommt man nicht mehr überall. Und das ist zum Beispiel eine Rasse, die haben Rasterlocken. Ganz lange Rasterlocken. Und da hat man natürlich viel Wolle. Und es ist tatsächlich so, die Wolle, die aus China kommt oder tatsächlich aus der Türkei. Es ist einfach viel günstiger, dort einzukaufen und es ist eine Geldsache. But we have some Aber wir haben Alpaka. From the area. Aus der Gegend. Yes, this is from Cumhridal. And it's a bit Ja, softer. ein bisschen weicher. It's a It's a lot lot softer. softer. Sehr viel weicher. From an alpaca. Das Alpaka heißt Ginger. The alpaca called. Das Alpaka heißt Ginger. Wie bezaubernd. Das ist Ginger. Das ist ihr erstes Vlies. Das dunkelbraune Mädchen heißt Doris. Doris. Doris, I got your scarf. Doris, ich habe deinen Schal. Die Alpakas leben im Tal der Eisenbahn. Johans Vale of Cheydol. Jill betreibt die kleine Farm und ihre Freundin spinnt einen Teil der Wolle. Die Eisenbahn hören Sie schon von weitem. Der Zug muss 200 Höhenmeter überwinden, die meisten davon im letzten Drittel der knapp 20 Kilometer langen Strecke. Achtmal am Tag kommt er im Sommer vorbei. Wir wissen immer die Uhrzeit, weil es einen regulären Fahrplan gibt. Wir müssen keine Uhr tragen. Beim 11-Uhr-Zug denken wir, Kaffeezeit. Als wir herkamen, bevor wir das Haus kauften, haben wir uns hingesetzt. Die Sonne kam raus und der Zug fuhr vorbei. Wir wussten, hier wollen wir leben. Es ist fast wie im Märchen. Jeden Abend, wenn wir ins Bett gehen, sagen wir, wieder ein Tag im Paradies. Wundervoll. Ihr Märchenprinz sitzt im Baumhaus und wartet auf den Zug. Ein Rückzugsort, um zu mahlen. Die Dampflokomotive. Mike hat seinen ganz eigenen Blick auf die Vale of Cheydol Railway. Wenn ich ihn dort oben sehe, kommt er durch die Bäume. Ganz plötzlich. Wie ein geheimnisvoller Drachen.
Er spuckt Rauch. Wenn du deine Hand schnell bewegst, bekommst du den Dampf, wie er rauskommt. Dann kannst du den Zug hineinmalen. Es kommt darauf an, wie du dich bewegst. Du musst die Hand bewegen, als wäre sie Dampf. Schnell. Und wenn du präzise malen willst, machst du es langsam. Wolken, Wolle, Wales. Im oberen Teil des Tals ist es für Schafe und Alpakas zu steil. Hier lohnt es, sich aus dem Fenster zu lehnen. Johann kann es kaum erwarten, dass wir uns endlich trauen. Dort drüben seht ihr eine große Geröllhalde. Das ist Abfall von Minenarbeit. Man sieht sie überall im Tal, wenn wir höher kommen. Einige Minen werden zurückdatiert auf die frühe Bronzezeit vor über 4500 Jahren. Wir haben einige der ältesten Minen in Großbritannien in diesem Tal. Und die spektakuläre Strecke wurde angelegt, um das bleihaltige Gestein abzutransportieren. Diese Eisenbahn wurde als letzte Schmalspur-Industriebahn gebaut, 1902. Sie kam zu spät, denn alle Minen waren bereits am Untergehen. Was mich fasziniert ist, wie sie überlebt hat. Sie wurde nie stillgelegt, abgesehen vom Zweiten Weltkrieg. Sie ging durch dick und dünn, gehörte zu British Rail, zu Great Western, zur Cambrian Railway, zu verschiedenen Gesellschaften. Nicht nur, wofür sie gebaut wurde, ist wichtig, sondern wofür sie steht. Für mich, für Wales. Sie steht für unsere nationale Identität und Kultur. Ich bin bewegt, ein Teil davon zu sein. Devil's Bridge. Here we are. Die Bremse. Vorwärts und rückwärts. Der Richtungswender. Willst du die Pfeife ausprobieren? Klar. Bereit? Drück drauf. Susanne hat an der Endstation Devil's Bridge eine besondere Satteltanklok entdeckt. Für die Romanautorin Eisenbahnromantik für Fortgeschrittene. Wie alt ist sie? Etwa von 1894. 1894. Kein Kinderspielzeug, auch wenn sie früher Schultafeln transportierte. Ein Veteran aus dem Schiefersteinbruch einer stillgelegten Bahn. Achtung, heiß. Wir Deutschen sagen, wer nicht heiß anfassen kann, kann auch nicht heiß lieben. Was für ein wunderschöner Ort. Ja. 3 Brücken und eine Legende. Die unterste gab dem Ort seinen Namen. Devil's Bridge. Eine alte Frau lebte auf der einen Seite der Schlucht. Sie verlor eine Kuh nach der anderen. Der Teufel bot an, eine Brücke zu bauen, wenn die erste Seele, die die Brücke überquerte, ihm gehörte. Als er die Brücke fertig hatte, warf sie ein Stück Brot darauf und ihr Hund rannte hinterher. Der Teufel wurde also betrogen, weil er den Hund bekam und nicht sie. Und in diesem Moment verschwand der Teufel? Er kam nie wieder. Das ist also der Grund, warum Wales so wundervoll ist. Keine Legende, das stimmt. Wir beide sind Schriftsteller. Ein besonderes Buch. Ich begann mit 8 Jahren damit und beendete es mit 18. 10 Jahre für ein Buch. Ich habe 30 in 10 Jahren geschrieben. Ich wusste damals noch nicht, wie man recherchiert. Niemand hat vorher über die Minen geschrieben. Ich habe sie entdeckt. Mit 8. Ich bin nach der Schule durch die Gegend gestrolcht und habe sie gefunden. Seitdem sammle ich alles über die Minen und nutze es als Quelle für das hier. Johann nimmt Susanne mit in seine Mine. Eine Mutprobe.
Ich passe durch, stecke nicht fest. Doch das war erst der Anfang. Das Wasser eiskalt, die Gänge verwirrend. Johann hat die Mine für 1 Pfund gekauft, gemeinsam mit 4 Freunden. Der alte Wagen wurde benutzt, um Felsbrocken und Erz aus der Mine herauszubringen. Und du hast das alles gefunden? Einige der Gruben haben meine Freunde und ich durch Abseilen und Klettern entdeckt. Wir sind die Schächte runter und haben Minen freigegraben. Echte Abenteuer. Wirklich unbeschreiblich. An manchen Orten waren wir die ersten Menschen seit vielleicht 1860. Und die Fußstapfen der Minenarbeiter waren immer noch am Boden, weil seitdem niemand dort war. Das kann erschütternd sein. So viele Leben und Ängste und Kraft. Männer und Kinder. Meistens haben Kinder diese Arbeit gemacht. Ab 8 Jahren haben sie die Loren geschoben. Kinder. 10 Stunden, 6 Tage in der Woche. Es berührt mich. Nur hier kann man das spüren. Ich habe das nicht erwartet. Du kannst sie fast hören. Hier siehst du die Schienen am Boden. Du hast gesagt, das Wasser hört auf. Na, für mich geht tiefes Wasser bis zum Kinn. Und kaltes Wasser beginnt mit Eis? Ja, richtig. Noch eine letzte Herausforderung für die Romanautorin. Ich bin nicht wirklich mutig. Prima. Hier ist es. Das wird Packwand genannt. Für den Bau wurde Abfallmaterial verwendet. Die Holzkonstruktion wurde damit gefüllt. So konnten sie das Erz nach unten rutschen lassen, in die Wagen, die hier auf den Abtransport warteten. Haha, nicht. Hat es dir gefallen? Ich habe es geschafft. Ich hätte es nicht gedacht. Ich freue mich so. Warte. Weil du ein Eisenbahnmensch bist, habe ich dir was gestrickt. Oh, reizend. Eine kleine Lokomotive. Wirklich reizend. So. Thank you very much. You're welcome. Zurück in Aberystwyth. Man sollte nicht abreisen, ohne auf dem Constitution Hill gewesen zu sein. Die Cliff Railway, eine Standseilbahn. Auch so ein Relikt aus der Zeit von Queen Victoria, als die Eisenbahn den Tourismus nach Aberystwyth brachte. Für Susanne Eisenbahnromantik, das Happy End. Nach der spannenden Mine die Entspannung. Wolken, Wolle, Wales. Zeit, um aus dem Erlebten eine Geschichte zu stricken. Manche Sachen, da war ich echt enttäuscht. Ich habe gedacht, ich finde hier Schafe über Schafe und kann auch die unterschiedlichen Rassen kennenlernen, die man ja in der Wolle wiederfindet. War nichts. Dafür habe ich Schaf gegessen. War gut. Aber die Whale of Radle, diese Dampflok, die hat mich total gepackt. Mein Herz ist gerade so richtig voller Geschichten und Leben. Also ich freue mich gerade auf meine Tasten. Ich glaube, ich lasse die qualmen wie die Dampflok.